furchtbare Sünde, das letzte Dreck auf der Erde. Das ist, was wir sind. Dann gehst du zur Bußbank und erfährst die Liebe Gottes. Das wird gut. Kannst du dir mal vorstellen, der Mann mit der alten Fritz war das erste Mal, wo das Lied gesungen worden ist, hat Philip Bliss in den Knast gesungen. Eine alte Männer, es war in New York. Und Leute, etliche, haben sich bekehrt. Kannst du dir mal vorstellen, wo der alte Fritz ging in den Knast und hörte von den ganzen Unschuldigen und dann von den Schuldigen, wo der Mann sagte, meine Mutter hat mir was Besseres beigebracht, und ich habe das alles verbrochen und ich bin hier drin. Und ich habe das verdient, ich bin schuldig. Und so der alte Fritz hat ihn begnadigt, hat gesagt, wir wollen nicht, dass dieser schuldige Mensch die ganz Unschuldigen befleckt. Was erfüllt, als er nachher aus dem Knast ging. Das ist, was geschieht, wenn man kommt zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Mir geschah es anders. Nein! Nein! Geschah nichts! Geschah nichts! Darum ist jemand in Christus so ist eine neue Kreatur. Jemand, der in Christus ist. Siehe, das Alte ist. Alles ist was geworden? Neu. Wenn man in Religion ist, dann ja, das ist ganz anders. Ganz anders. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt. Falls du das nicht gemerkt hast, ja? Falls du das nicht gemerkt hast, der Herr hat mich beauftragt, Licht zu geben. Du hast Mut gerade angehört und angeschaut. Du kannst mehr als ein Blatt abschreiben. Das war Mut. Das war Mut. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 9, erheben wir ein Auswurzeln im Wort des lebendigen Gottes. Ich halte aber dafür, Gott habe uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, als dem Tode übergeben. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nackt und werden geschlagen und haben keine bleibende Stätte. Und mühen uns ab und wirken mit unseren eigenen Händen. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so dulden wir es. Lästert man uns, so bitten wir. Wie der Kehrecht der Welt sind wir geworden. Ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich solches, sondern ich ermahne euch, als meine geliebten Kinder. Vater, in Jesu Namen kommen wir zu dir, dankbar für deine Liebe. Oh, himmlischer Vater, unsere Liebe zu dir können wir nicht so rühmen, aber deine Liebe zu uns. Oh, Vater, wie das froh macht. Und oh, Herr, eines Tages Angesicht zu Angesicht dich zu sehen. Oh, das wird allein Herrlichkeit sein. Und ich danke dir für die Zuversicht, für die Hoffnung, für die Gewissheit, eines Tages in dein Gegenwart zu treten. Oh, Vater, wo ich jetzt durch den Glauben bin. Und Vater, wie wir dich brauchen, so ich bitte dich, du erhebst dich selbst, dein Wort, deinen Namen. O himmlischer Vater, und o wirke in unserer Mitte für deine Ehre.
Jesu Namen. Amen. Nun, der Kampf gegen diesen parteiischen Geist und Kultur, der Streit, wird fortgeführt. Meistens gibt es Zwietracht. Das ist ein andauernder Streit, wie wir das gesehen haben vom Duden. Und so, das ist eine Kultur der Streit. Man lebt eigentlich im Streit. Und Paulus redet jetzt von uns Aposteln. Man wird denken, dass sie die Größten sind, oder? Die Apostel. Ist nicht die Gemeinde erbaut auf den Grund der Apostel? Epheser 23. Das 22%. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das geht, oder? Die Gemeinde ist auf die erbaut. Bevor die Apostel berufen worden sind, hat der Herr Jesus die ganze Nacht durchgebetet. Es war so wichtig, dass man die Richtigen erwählt. Er hat viele Junge, 12 Apostel. Schauen wir Lukas 3, Vers 12. Lukas 3, 12. Ich bin falsch. Ist es 14? Nein. Jeder Kapitel falschen Vers aufgeschrieben. Das ist egal. Das musst du selber finden. Er rief die dann zu sich. Sie sollten bei ihm sein. Gehen wir zu Markus Kapitel 3, Vers 14. Okay, alles gut. Ich weiß nicht, was ich dort gemacht habe. Wahrscheinlich hat das mit Markus was zu tun. Es gibt hier, dass er über Nacht im Gebet war. Es ist Lukas. Und, weißt du, sie sollten, er rief die dann zu sich, weißt du, die kommen dann zu ihm. Also, kannst du dir mal vorstellen, eine persönliche Einladung von dem Herrn Jesus zu haben? Man von Angesicht zu Angesicht. Und Vers 14, dann bestimmte 12, dass sie bei ihm sein sollten. Und dass er sie aussendete. Nun, was sollen die denn tun, wenn die bei ihm waren? Die sollen bei ihm sein. Was würde man das sagen? Die sollen mit ihm umhängen. Also die sind bei ihm die ganze Zeit. Schauen ihn an. Der Sohn Gottes. Vollkommenheit. Ja, vielleicht eigentlich hier, das gefällt ihm nicht so, aber mir würde das wunderbar sein. Ja? Hey, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie jemand anderes mit ihm besser zu sein. Ne? Also ich habe mehrmals probiert, einen Grillen bei Thomas Müller zu gewinnen. Und das werde ich mal lustig finden. Es ist immer Sonntag, so ich hätte das Ralf geschenkt. Aber er gefällt auch Thomas Müller, Natalie. Aber bei 3 Jahre lang, weißt du, die konnten mal Geschichten erzählen. Sollen bei ihm sein. Sie bekamen Macht in Vers Nummer 15. Und dass sie Macht hätten, die Seuchen zu heilen und die Teufel auszutreiben. Das geht auch. Gehen wir in Offenbarung, Kapitel 19 und Vers Nummer 14. Weißt du, die Apostel, das ist ziemlich groß, oder? Macht, sie waren bei ihm. Vers 14. Und ihm folgten die Herren im Himmel. Weißen Pferden, ich kenne schon die ganzen falschen Versen hier gemacht.
Schau mal hier, es muss 21,14 sein. Ja. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Im Himmel, auf die Grundsteine des neuen Jerusalems, gibt's was? Petrus, Thomas, Johannes, Jakobus und so weiter und so fort. Im Himmel. Die sind ziemlich wichtig, oder? Nun, sie werden auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Diese 12 Apostel des Lammes, die sitzen dann was auf 12 Thronen? Mit dem Sohn Gottes in seinem Reich und richten die 12 Stämme Israels. Muss man eigentlich sagen, das ist ziemlich groß, oder? Ihre Zukunft sieht begehrenswert aus. Ja? Nun, Paulus wurde schon nach der Auferstehung erwählt, um den Herrn zu sehen. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Wir lesen das nicht. Er ist ein Apostel. Er ist nicht er ist Apostel der Heiden, nicht der Apostel des Lammes. Das ist ein Unterschied. Und also, bei ihm war sogar nach der Auferstehung, es war so wichtig, dass der Herr Jesus selber kam und redete mit ihm. Er sagt, Herr, wer bist denn du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er hat ihm buchstäblich gesagt, was er tun sollte. Nun, er sollte sogar das Vorbild sein von allen, die glauben werden. 1. Timotheus 1, Vers 6. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, damit Jesus Christus an mir, dem Ersten, alle Geduld erzeigte, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Paulus ist das unser Vorbild. Paulus war verloren in der Sünde. Wurde angesprochen und glaubte sein Leben total verändert. Du sagst mir, wo Jakob sich bekehrte, und ich kann immer blöde sein und sage dir an anderer Stelle. Das gleiche mit Petrus. Und nicht mit Paulus. Und alle nach Paulus das gleiche. Ich weiß nicht, ob ich bekehrt bin, so ich das sicher gemacht habe. Das ist keine Glaubensentscheidung. Das ist eine Zweifelsentscheidung. Das heißt, Glaube an den Herrn Jesus Christus und das Gericht. Nicht Zweifel. Es ist Glaube. Nun, die Apostel sind groß. Und der Herr hat sie wirklich in einem Amt der Würde erhoben. Und jetzt sagt Paulus, uns Aposteln. Uns Aposteln. Weil die nehmen die gegeneinander. Aber Paulus und Paulus haben sich nicht gegeneinander. Wir können das nicht sagen über einen Prediger heutzutage. Dass sie probieren, Jünger an sich zu ziehen. Das können wir nicht heute sagen. Aber bei denen war es nicht so.
Die haben, oh, ich mag den und ich mag den. Vers 9, wir sehen die Stellung zur ersten Apostel. Warum man nicht eins gegen den anderen nehmen soll. 1. Korinther Kapitel 4, Vers Nummer 9. Schauen wir wieder. Ich will mal lesen, ich will an welche Stelle. Ich halte aber dafür, Gott habe uns Aposteln als die Allergeringsten hingestellt, es im Tode übergeben. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Nun, was ich gelesen habe, war es die Wahrheit oder war es eine Lüge? Ist die Gemeinde auf dem Grund der Apostel erbaut? Hat der Herr Jesus, das ist so wichtig, das war's. Er musste eine Nacht durchbeten. Wir sollen bei ihm sein. 3,5 Jahre. Manchmal die Leute fragen, wie war das mit Bill Jack Wood? Wie war diese Sache? Wie war jene Sache, was ihr gemacht habt? Kannst du dir mal vorstellen, wie war das bei dem Herrn Jesus? Und weißt du, die waren mit ihm. Er hat sie Macht gegeben. Sie war's. Sie sind so wichtig, dass im Himmel du siehst was, ihr Name. In dem Königreich, die sitzen nur an 12 Thronen und richten. Er hat gesagt, wir sind alle geringsten. Wir sind die Allergeringsten. Das hat er sich hingestellt. Nicht wie groß er war, sondern wie gering. Wie gesagt, wir sind in Tode übergeben. Psalm 44, Vers 22. Denn wir werden ja um deinen Willen täglich erwürgt und sind geachtet wie Schlagschafe. Hast du das so heute gefühlt? Lüge nicht, die Antwort ist nein. Und das hat Paulus nicht sagen können. Römer Kapitel 8, Vers 36. Wer ist denn? Sagt jeden Tag, wir sind was? Die Schlagschafe. Römer 8, Vers 36. Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlagschafe. Um Christi Willen. Die Apostel und uns Apostel, wir sind wie Schlagschafe. Nun, wir sind ein Schauspiel geworden. Schauspielen möchten viele, aber ein Schauspiel geworden möchte keiner. Und ich kann mich noch erinnern, in der Bibelschule, weil Danny Farley hat Hebräer gemacht, zurückweichen oder weitergeben. Einer von den Gründen, warum Menschen zurückweichen, ist, dass sie sind zum Schauspiel. Hebräer 10, Vers 23. Hebräer 10, Vers 23. Zum Teil selbst durch Schmack und Trübsal ein Schauspiel wurdet. Zum Teil Gemeinschaft hatte mit denen, welchen es so ergeht. Das ist der Grund, warum die Menschen sind zurückgewichen. Die sind ein Schauspiel. Plötzlich was? Die haben Trübsal. Es gibt Schmack um Christi Willen. Es gibt Verfolgung. Alle wissen es. Es wird überall erzählt. Und alle gucken, schau mal, er traute auf Gott und schau mal jetzt, wo er ist. Das, was du gerne hörst?
Ist das, was man gerne sieht? Alle Schwachheiten, alle Probleme sind bloßgestellt. Und wen wollen die im Schauspiel? Die Welt, den Engeln und den Menschen. Allen. Ja, ich liebe Jesus. Liebst du ihn? Bist du sicher? Geh mal in Johannes 13, Vers 16. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. 15, Vers 20. Gedenken an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eure Wort auch halten. Also warum sagte er alles so? Uns Aposteln, unsere Stellung, Schauspiel geworden. Sie waren Knechte des Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat gesagt, hey, wie die mich behandelt haben, so werden die euch auch behandeln. Ja, ich liebe Jesus. Liebst du ihn wirklich? Wie viel liebst du ihn? Ich werde meine Liebe nicht rühmen. Das werde ich nicht so machen. Und seine Liebe ist groß. Ganz groß. Er hat gesagt, hey, wenn du ein Knecht bist, es wird dir auch so ergehen. Und das ist, was Paulus hat geglaubt. Deswegen ging es ihm so. Weißt du, diese neuartige Glauben, du musst dich ein bisschen ändern, damit es nicht so ist. Gibt es eine Änderung? Das ist die Hölle. Für sowas muss man tun, was der Herr Jesus sagt, was du ihn liebst. Wir gehen in Vers 10 bis 13. Schauen wir die Aposteln und der Korinther an. Nun, besondererweise, nachdem Paulus die Stellenwert der Aposteln gesagt hat, die alle Geringsten dem Tode übergeben, ein Schauspiel geworden. Du siehst, dass die Apostel waren geistlich. Aber die Korinther haben ein Problem. Sie waren fleischlich. Kapitel 3, Vers 3. Weil ihr noch fleischlich seid. Die Apostel waren geistlich, die nahmen das alles ab. Die Apostel waren, laut uns in Vers 10, das ist eine Gegenüberstellung. Die Apostel waren Narren um Christi willen. Und die Korinther. Und wir sind klug. Und die Apostel aber was? Sind Narren um Christi willen. Was denken die, wenn wir draußen gehen und predigen an der Straße? Was denken die Halbgläubigen? Und der zweite Teil ist, wir schwach. Kannst du mal vorstellen, falls das Lied, es war interessant, wenn das Lied gedichtet worden ist. Ich brauchte dich alle Zeit, wenn wir gucken, wer das gedichtet hat. Das werde ich ungefähr wissen, wann es gedichtet worden ist. So haben die gesagt, weil wer braucht Hilfe, der schwach ist. Ich brauche dich alle Zeit. Spring's nicht, ich kann's nicht. Wer hat das geschrieben? Und das andere Seite? Lowry, Robert Lowry.
Das muss 1920 oder so. Ja, glaube ich. Aber die Korinther, die waren dick. Stark. Wir bringen's. Wir können's. Und die Aposteln waren was? Verachtet. Das ist der Grund der Gemeinde, die sind verachtet. Die verbrachten 3 Jahre mit Jesus und sind verachtet. Der Herr Jesus betete die ganze Nacht durch und hat die 12, hat sogar was? Paulus zum Himmel gerufen. Die sind verachtet. Die könnten Wundern tun. Die sind verachtet. Ihr Name wird in dem neuen Jerusalem sein. Die sind verachtet. Ich muss mal echt sagen, auf dem fürsten Zug, dein Name, ist dein Name auf dem fürsten Zug kommt, warst du nicht der Blödeste. Waren nur auserwählte Leute. Und im Himmel? Sie werden die Richter sein. Ja? Nun, ich kenne einen Mann, der war nicht sehr klug. Zur DDR-Zeit. Er hat einen Kubaner zusammen geschlafen. Der Kubaner hat irgendwas mit seiner Freundin gemacht. Und er kam vom Gericht in Eisenach. Der war später ein bisschen klüger, weil er hat einen anderen Nachnamen. Er hat den Nachnamen von seiner Frau genommen, damit man ihn nicht so leicht findet. Aber er sagte mir Folgendes, warum wir in den Knast kamen. Ja? Hat der Richter hier, können Sie mir bitte hier da Fenster auf, damit eine Prise der Gerechtigkeit hier ins Gericht kommt? Also ich denke, 1,5 Jahre bekommen. Verachtet man den Richter und alles geht gut? Ja? Du redest sogar nicht, sehr geehrter Herr Richter Dummkopf. Weil eigentlich das letzte Wort zählt mehr als alle Höflichkeiten. Ja? Aber die verachteten den Aposteln. Aber wie waren die? Get out. Es steht da, steht in Vers 10. Wie waren die Korinther? Es ist nur eine Gegenüberstellung. Haben wir die Apostel, Narren um Christi willen und was? Klugen Christi. Schwach die Apostel, stark die Korinther. Verachtet die Apostel, geehrt. Schauen wir das Vorbild der Apostel an jetzt. Vers Nummer 12 und 13. Nun, Vers 11. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst. Hey, möchtest du ein Apostel werden? Was haben die gelitten? Hunger und Durst. Sind nackt. Werden geschlagen. Und die fragen wir immer, ob es einen Prozess gab. Und es gab es nicht. Es hat mal bei uns gegeben. Aber ich rede mit René am Fürstenzug und plötzlich sagte, die ist aber eine Sünderin. Ich sage, ja, das stimmt. Die Frau lief in ihr Geburtstagsanzug durch Dresden. Absichtlich! Die Apostel doch nicht.
Die sind entblößt. Sie sind geschlagen worden. Und dann was? Und haben keine bleibende Stätte. Die könnte man sich nicht hinstellen. Die mussten immer wo? Anders gehen. Und es war nicht zu Hause. Nun uns ab, Vers 12. Und wirken mit unseren eigenen Händen. Das hat Paulus gemacht. Hat es selten gemacht. Ja. Und gesagt wurde, es irgendjemand hier, da war so eine Frau, die war ziemlich fett. Und ich habe gesagt, naja, kann es jetzt so um den Zeltmarkt gehen? Gibt sie ein schönes Kleid? Ja? Weißt du, Paulus werde mal in unserer Zeit mal ganz schon Business haben. Aber er hat an seine eigenen Hände gearbeitet. Wo der Herr Jesus sagte, der Arbeiter seines und er hat gesagt, es geht weiter, hier geht es denn das wirklich das Beste, ne? Schmäht man uns, werden geschmäht. Was machen die dabei? Und du Blödi? Du bist ein Dudu, du bist ein Blödi. Was Kinder machen, oder? Egal wie alt sie sind. Werden geschmeckt, die haben Gewasst. Gesegnet. Wir wollen ein gutes Beispiel. Die werden verfolgt, es steht, und dann was machen die? Tun das. Ja? Also, da gibt es so eine Sache in Amerika, das heißt Christian Law Association. Und das ist okay. Weißt du, die so ein Küsten vom Gericht, da, weißt du, Beistand leisten, leiten. Ja? Und der Jack hat gesagt, ja, kannst du mal vorstellen, der Apostel Paulus, das erste, was er macht, er ruft diese christliche Anwalt an. Er rief Gott an. Die sind verfolgt worden, was haben die gemacht? Die tuten das. Die tuten das. Ich kann mich erinnern, ein Mann, der wurde bei mir auf Arbeit, er wurde ganz böse auf mich. Und er sollte mal die Maschine, bis wo ich gearbeitet habe, reparieren, wenn irgendwie Probleme waren. Ich ging, hey, meine Maschine geht nicht, und ich habe immer die Bibel gelesen. Und kurz lese in einem Buch. Frag mal Gott, wie es geht. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, du bist der Mann, der zuständig ist. Talon, der böse. Oh, der war böse. Er fing an zu lesen und weißt du, der andere, der mit ihm war, der war so ein Pfingstler und der war abtrünnig und ich habe mal so eine kleine Predigt gehalten. Und sagte, du machst alles mit ihm, du sagst, du bist ein Christ, was ist los mit dir? Und dann gab es Probleme. Wenn ich und Bruder Alex Lopez, wir mussten zum Schuljahr gehen. Zum Schiff. Dass wir nicht die Leute pranken. Wir sagen, der Mann hat so gelesen. Hast du was gesagt? Es ist egal. Also, er darf lesen, aber ich durfte nicht sagen. Ich will mal nur, dass das richtig ist. Das ich weiß ganz genau, wie ich mir halte. Ja. Okay. Fair. Ist das fair? Nein, ist das nicht fair. Es
ist das nicht richtig. Aber was? Werden wir verfolgt? Ja? Dann habe ich nicht mehr gepredigt, weil ich ein Mann des Glaubens bin. Der Chef hat gesagt, mach es nicht. Und er war meine Obrigkeit. Das Licht in deiner Finsternis, was manchmal du für ein Problem hast. Kein Glauben ist, weil du nicht hörst. Kein Glauben, warum du nicht hörst. Hast du Glauben, kannst du hören. Ganz einfach. Sehr einfach. Werden verfolgt oder töten. Werden gelästert. Haben die gemacht mit den Leuten, die sie leisten. Bitten für die. Pray. Bitten wir für die. Das ist ein gutes Beispiel. Hier sind wirklich, hier ist richtig, wo wir Kandidaten haben. Alle möchten das sein, oder? Ja. Das ist wo wirklich die alle Leute, das ist wirklich sehr schwer, weil der Andrang ist so hoch dafür. Ja? Wie der Kehrrecht der Welt sind wir geworden. Gibt es Andrang dafür, oder? Man muss mal wirklich warten, bis er das darf, oder? Weil alle wollen das. Hey. Wisst ihr, wie schlimm Kehrrecht ist? Es wird hinterlassen. Vielleicht sollst du mal deinen Platz gucken. Ich gucke ein bisschen, aber sonst hat keiner geguckt. Vielleicht gucke ich, wenn wir gehen, ob jemand meinte, das ist meine Aufgabe, meine eigene Dreck aufzuräumen. Weil ich weiß, dass bevor man kam, etliche Sachen, die ich gesehen habe, waren nicht da. Weil am Mittwoch war es sauber gemacht. So, Kehrrecht, ich denke, ist nicht was Populäres. Das ist was Paulus sagte, wir sind und Abstand. Aber das möchte man auch sein, oder? Ja? Man wirklich hier knipst ein Bild und stellt es in der Zeitung. Hier ist der Abschaum. Das ist der Abschaum. Die liebten Jesus. Sie waren ein ganz gutes Beispiel. Hey, ich habe nicht gesagt. Nun, komm doch. Ja? Komm hier runter. Auf unsere richtige, furchtbare, zahlträgige Alltag. Warum gehen die Leute halt so kaputt bei sowas? Und nicht, was die geleistet haben. Man wird beschimpft. Halt ist richtig so. Ja? Weißt du? Die gehen kaputt. Und leiden das alles nicht. Nicht die Hälfte. Was nennt man das? Bühnenend. Der eine Stadtführer war cool, ne? Bühnenend. Hast du es mit angehört oder ne? Damals in der Zwinger. Eine von diesen Leute, die sich bekleidet haben 1720.
Und dann ist Mühlenentschuldigung. Warum haben die das? Und ich sage dir, hey, wenn ich morgen Burnout habe, was ich jetzt gerade sage, ist der Grund dafür und nicht, weil, weißt du schläfst bei der Predigt. Schlafen wir zwischen 10 und 6. 22 Uhr, falls du blöde bist. 10, 6. Dann schlafe ich nicht. Da gehe ich arbeiten. Vielleicht auch nicht. Ein paar von uns, ja. Und nicht allen. Ja, zwischen 22 Uhr und 06. Da hast du genug Schlaf für Runtastic. Wenn du fit bist, 2. Korinther 4, 6 ist der Grund, dass die nicht war. Darum werden wir nicht müde, sondern ob auch unser äußerer Mensch verdirbt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Warum haben die keinen Burnout gehabt? Weil jeden Tag wird der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Ich kann mich noch erinnern, eine Frau sagte, wo Nico Verhof gepredigte, ich habe nichts Neues gelernt. Musst du nicht! Bist du vielleicht angespornt, das, was du weißt, zu tun? Das würde mal helfen. Wie viele Haare sind auf den Rosse in Offenbarung 19? Aber das hilft dir nicht in Verfolgung. Wer wird es auch sein? Matthias oder Paulus als Apostel des Leibes? Diskutieren wir das leider. Da gibt es sogar eine These, dass die alle beide sitzen zusammen. Denkst du, das wird Erneuerung bringen, wenn es dir dreckig geht? Hey, die haben den ausgezogen. Wenn die nur sagen, hey, spinnst du, dass du an ihn glaubst? Das werden die noch sagen. Ja? Ich muss mal wirklich sagen, meine Bibel sagt, die Toren sprechen ihren Herzen, dass es keinen Gott gibt. Ja? Wirklich. Das ist, was die mal machen. Hey, ich kann mich noch erinnern, ich war nicht böse mit dem Mensch. Ich habe rausgekriegt, dass das ein bisschen anders war, als ich dachte. Ja. Bin nach Großheimersdorf gegangen und ich suchte ihn auf der Station. Und ich habe ihn gesehen. Der ging zurück, aber du durftest nicht auf der Station, nur mit Behinderten sein. Und so, ich sagte der Frau, ey, kannst du mal Jörg holen? Das gibt's kein Jörg. Ich habe ihn gesehen. Ja? Oh. Das war ein Insassen. Kann ich mal mit der Böse sein? Nein, es gibt's nicht, und fing an zu schreien. Und dann gesagt, nee, ich habe ihn gar nicht gesehen. Und plötzlich ein anderer kam und sagte, ja, ich suche mal der hier Arbeit, warum auch? Und sagt, der ist dort hinten, ich habe ihn gesehen. Ja, ich suche ihn. Dann kam raus, das war seine Chefin. Vielleicht hat es verstanden, vielleicht war sie so beschäftigt. Aber ein paar Leute haben geschrien. Ja. Weißt du, ich kann mich noch erinnern, weißt du, ein bisschen Verachtung, ja.
Ich fragte Natalie nicht. Natalie sagte mir, es ist bei uns auf Arbeit nicht laut. Hey, ich hole mal jetzt den Ohrenschutz, wenn beide Maschinen, die neue Flexi und der andere angeht, dann wird es richtig laut. Sie sagt, es ist nicht laut bei uns auf Arbeit. Weißt du, warum du nicht gegenüber fragst, was meinst du dabei? Das ist dir egal. Das ist keine Liebe. Ich habe dir gefragt, oder? Wieso meinst du das? Weil, es ist lauter drinnen. Aber plötzlich, dass jemand so schreit, das ist eine andere Art laut. Das sehr schwer auszuhalten ist, als bum, 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 bum. Die neue Maschine klingt wie ein Maschinengewehr. Ich will, dass es Klingel haben. Ich sage dir aber nicht, dass es Klingel habe, die gehen alle weg. Weißt du, bei meinem Vorrat, bum, 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 bum. Ich habe irgendwie einen Schwuchtelklingel jetzt zu sein. No. Hey, mach mal Erneuerung, Tag zu Tag. Dann vermag ich alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Christus. Nun, was mal ich sagen? Gehen wir wieder zurück, okay? Ja? Ich bin ein Norm Christi, aber ihr seid klug. Ich bin schwach, ihr seid stark. Ich bin verachtet, ihr geehrt. Und dann sage ich, alles, was ich gelitten habe, wie nimmst du jetzt alles ab? Wie nimmt man das auf? Was sagte Paulus in Vers 14? Gehen wir zu der richtigen Vers 14 und ich sage es dir. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich so. Denken Fleischliche etwas so? Das, oh nee, er will uns nicht beschämen. Nee, Fleischliche denken gerade das Gegenteil. Er ermahnte sie als liebe Kinder. Sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Sagt man, pass auf, weil man den anderen hasst. So, wir haben sogar dieses Video damals angeguckt und mitgelacht, diese christliche Komiker. Ja, weil wir hören das alle. Oder vorsichtig. Ist das, weil man uns hasst? Vielleicht ist das, weil man die kennt. Es gibt einen Vorradfahrer, sie ist ganz hier. Du bist ein ganz Vorbild. Ich habe rausgekriegt und später ist einmal über den Haufen gefahren. Sie ist angefahren worden. Ja, dann passt richtig auf, wo es grün ist. Ja, mach ich, wenn es grün ist. War ich vorsichtig? Wieso machst du das? Meine Frau war, weil sie mich kennt. Ja? Wenn man vorsichtig ist, weil sie mich hasst. Sag mal, hast du das getan, wenn man den anderen hasst? Warum man an Paulus? Weil sie liebte. Er wollte das Beste für seine geliebten Kinder. Nun, jetzt die Sache, warum gibt Gott uns Sachen? Schauen wir nach Timotheus 6, 17. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17. Warum gibt uns Gott Sachen?
den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie nicht hochmütig seien, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich darbietet zum Genuss. Gibt uns Sachen zum Genießen. Sogar Klugheit, Stärke und Ehre? Ja. Aber was dürfen wir nicht tun? In 1. Korinther 7, Vers 31. In dieser Welt gebrauchen, als brauchten sie nicht. Und das Wesen dieser Welt vergeht. Wir sollen nicht danach streben. Das ist nicht, wonach wir streben sollen. Manche Leute haben mal mit der Armut oder mit dem, gucken auf das Geld oder dass die Leute mich belächeln und was sie sagen. Ich habe die Nase voll. Gibt es so viel diese modernen Kirchen? Es ist nicht viel anderes als ein Rockkonzert. Die haben die Verachtung satt. Die wollen das nicht mehr. Die wollen Ehre. Wir sollen nicht danach streben, sondern Gott gibt uns das zu Genuss. Die Apostel waren auserwählt. Weißt du, die Zukunft sieht gut aus, oder? Eines Tages werden die Apostel was? Richter. Was sind die auch noch? Ihr Namen ist eingraviert. Ja, auf ewig. Im neuen Jerusalem. Ich weiß nicht, ob es so, naja, da gibt es nur eine Straße dort, so. Es kann man nicht so verschiedene Straßen danach, das sind die Straßen noch, weißt du? Aber es gibt nur eine Straße. Wie geht es eine Straße auf 12 Ebenen? Ja, das musst du mal Gott selber fragen. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber wenn Gott sagt Straße, ich sage nicht Straßen. Ja, es wird eine Straße nennen. Ja? Halleluja, Straße. Ja, das werden wir mal probieren. Aber ich sah den Gegenwart aus dem Ding. Ja? Kehrecht in Albschaum. Ja? Nochmal, damals der Lehrling, der Toni. Ich soll ihm ein bisschen so beibringen. Und dann hat mal die Frau Boss gesagt, wie hast du, wie haben Sie das so gelernt zu schiffen? Ich dachte, oh nee. Und da wurde mal seine Haufen liegen. Sag du und deine Haufen, die liegen dort nicht, Junge. Die nimmst du mal mit. Dein Kehrecht. Recht, oder wie du das heißt. Warum ist es so komisch? Niemand will das. Ja? Niemand will das. Und eigentlich, wie das so aussah, war das normal. Hey, strebe nicht nach der Welt und nach Komfort, Bequemlichkeit, sondern nach Gott, seinen Dingen. Was will er? Wie kannst du mal vorstellen, ja, Gabriel, was liebst du am meisten? Oh, Kehrecht, Milchig, oh, Abschaum. Und dann die streiten dagegen, weil der eine will da Abschaum und der nächste will der Kehrecht. Das ist das gleiche wie Apollos sagen, ich bin Apollos, ich bin Paulus. Ja, ich gehöre den Abschaum, ne, ich Kehrecht. Das wäre besser, Natalie. Ja? Kommt drauf an, was in der Kehrecht ist und wovon der Abschaum kommt. Ja? Aber hey, wir sollen nicht nach Welt und Bequemlichkeit suchen, sondern nach Gott und
sein Willen. Und das sollst du heute Abend aussuchen. 281 im Siegesklänge. 281.